Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute ein etwas kürzeres Video, ohne so viele Schnitte, Einspieler etc. pp. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich muss jetzt gleich meine Kiddies in der Schule anmelden. In Spanien ist das anscheinend eine Sache, dass du die Kinder jedes Jahr aufs Neue in ihrer eigenen Schule matrikulieren musst. Es ist ihre Welt, ich lebe nur. Deshalb hoffe ich, ihr habt Verständnis, dass heute ein etwas kürzeres Video ist. Allerdings gibt es 2, 3 wichtige Themen rund um Real Madrid, die ich mit euch teilen muss. Also viel Spaß beim Video. Was für ein geiles Spiel. Spanien gewinnt gegen Frankreich 5:4. 9 Tore, 40 Schüsse. Absoluter Wahnsinnsfußball. Und aus Sicht von Real Madrid muss man sagen, ein guter Abend. Auf der einen Seite Kylian Mbappé, ein gutes Spiel gemacht, ein Tor gemacht, ein Elfer rausgeholt, danach fast noch ein Tor gemacht. Also wirklich ein tolles Spiel. Und auf der anderen Seite Dean Huijsen, 90 Minuten durchgespielt, vor Cucurella. Und man muss auch sagen, auch wenn Spanien 4 Tore kassiert hat, der Junge hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Wir Real Madrid-Fans können uns auf diesen Jungen freuen. Eine Ruhe am Ball, eine Klasse, in der Luft sowieso stark. Ich meine, der Schlags ist fast 2 Meter groß, aber auch am Boden. Man denkt ja, so ein Riese, da dauert es, bis er sich dreht, etc. Im Gegenteil. Sau schnell in den Zweikämpfen und vor allem, wie gesagt, das, was ihm am meisten repräsentiert, ist dieses Chill-Guy. Ihr kennt ja dieses Meme und das ist er einfach auf dem Fußballplatz. Immer entspannt, findet immer die einfachste Lösung und wird diese Saison für Real Madrid im Spielaufbau Gold wert sein. Das hat er auch danach in dem Interview gesagt. Er hätte mit Xabi Alonso schon geredet und Xabi Alonso hat ihm insbesondere darum gebeten, beim Spielaufbau zu helfen. Und man hat gesehen, der Junge hat unglaubliches Talent dafür. Das ist seine große Stärke. Wir Madridistas, ich habe mich vorher schon auf den Jungen gefreut. Wir dürfen jetzt hier nicht durch die Transfers der ganzen anderen Talente einfach mal übersehen, was wir da für einen tollen Jungen gekauft haben. Wir Madridistas können uns sehr auf ihn freuen. Ja, auf wen wir uns natürlich auch freuen, ist auf Vini. Der hatte gestern sein Länderspiel mit Brasilien in Ecuador. Das erste Länderspiel von Carlo Ancelotti als Nationaltrainer von Brasilien. Und das Spiel ging Carlo Ancelotti mäßig aus 0:0. Brasilien im ganzen Spiel 3 Schüsse. Naja, keine gute Leistung. Vini war noch mit der gefährlichste. Aber ich drücke Carlo Ancelotti die Daumen, dass es jetzt besser geht, denn dieses Brasilien hat an das Madrid von dieser Saison erinnert und das kann sich keiner anschauen. Ja, auf der anderen Seite müssen wir Madridistas ja jetzt auch nach Argentinien schauen, fühlt sich seltsam an, aber 2 unserer Jungs haben gestern mit Argentinien in Chile 1:0 gewonnen. Warum sage ich 2 unserer Jungs? Ihr werdet gleich erfahren, warum. Zum einen, Nico Paz hat von Anfang an gespielt. Vielleicht nicht sein bestes Spiel, aber für Argentinien in der WM-Quali von Anfang an zu starten, das heißt schon was. Und er ist in der 57. Minute ausgewechselt worden für so einen gewissen Lionel Messi. Keine Ahnung, ob aus dem was wird. Naja, wie dem auch sei, Franco Mastantuono. Eins der 2 großen Themen im heutigen Video. Das 17-jährige Wunderkind hat, wie gesagt, wie gestern schon angekündigt, Geschichte geschrieben. Er ist tatsächlich eingewechselt worden in der 84. Minute und ist der jüngste Nationalspieler in der Geschichte von einem unglaublichen Fußballland wie Argentinien. Also, Franco Mastantuono schreibt in Argentinien Geschichte und Franco Mastantuono möchte auch in Europa Geschichte schreiben und das nur bei Real Madrid. Das hat der Junge von Anfang an klargestellt. Jeder, der ihn gefragt hat, er hat gesagt, ich möchte nach Real Madrid. Und das hat er anscheinend auch Paris mitgeteilt. So wie man heute verlesen kann, ist Paris Saint-Germain aus dem Transferpoker ausgestiegen. Franco Mastantuono hat sich fürs Interesse bedankt, aber gesagt, nein, danke, ich möchte nur
zu Real Madrid. Was ist das Aktuellste, was es zu Franco Mastantuono zu sagen gibt? Er hat eine Einigung mit Real Madrid erzielt und Real Madrid muss jetzt nur noch mit River Plate eine Einigung finden. Wie, in welcher Form er kommt, vor der Club-WM, nach der Club-WM, vielleicht erst im Dezember etc. Hören wir mal rein, was Fabrizio Romano zu diesem Thema zu sagen hat. Und dann müssen wir noch eine weitere Sache erwähnen, Leute. Denn es gibt ein wichtiges Thema und das ist Franco Mastantuono. Wir haben euch in den letzten Tagen, in den letzten Wochen von Franco Mastantuono erzählt. Ich habe euch berichtet, wie Paris Saint-Germain schon seit langer Zeit optimistisch in Gesprächen und Verhandlungen über Franco Mastantuono war. In konkreten Gesprächen, sowohl von Verein zu Verein als auch mit dem Spieler, aber ohne den Deal jemals abzuschließen. Die Realität ist, dass sie weder mit dem Spieler noch mit River Plate jemals eine Einigung erzielt haben. Und was ist dann passiert? Real Madrid hat vor 2 Tagen angerufen, dann haben sie beschlossen, mit einer Delegation unter der Leitung von Juni Calafat, dem Direktor von Real Madrid, nach Argentinien zu reisen und sie haben eine Einigung mit dem Spieler erzielt. Der Vertrag ist fertig bis 2031. Franco Mastantuono hat Real Madrid zugesagt. Er will zu Real Madrid gehen. Sein Traum ist Real Madrid. Also macht Real Madrid das wieder einmal. Trotz fortgeschrittener Gespräche mit Paris Saint-Germain, trotz des Drängens von Paris Saint-Germain, trotz eines Anrufs von Luis Enrique beim Spieler, auch Xabi Alonso hat Franco Mastantuono angerufen. Ein sehr positives Gespräch, mehr als 40 Minuten zusammen, in denen der Plan, das Projekt und die taktische Ausrichtung erklärt wurden. Und jetzt können wir hinzufügen, dass die Einigung zwischen Franco Mastantuono und Real Madrid mit dem Spieler abgeschlossen ist. Und jetzt arbeiten die Vereine untereinander daran, alles zu finalisieren, damit Franco Mastantuono nach der Club-Weltmeisterschaft für Xabi Alonso bei Real Madrid spielen kann. Real Madrid wird also die Ausstiegsklausel nicht bezahlen. Sie arbeiten mit River Plate an einer Einigung, die die Ausstiegsklausel umgeht im Rahmen einer Gentleman's Agreement. Die Verhandlungen laufen also und Real Madrid ist bereit, nach der Einigung mit dem Spieler bald ein Here we go für Franco Mastantuono zu verkünden. Und das war der wichtigste Teil. Wenn man in solchen Sagas das grüne Licht vom Spieler hat, ist das immer der wichtigste Teil. Jetzt beginnt für Real Madrid der einfache Teil, den Deal mit River Plate abzuschließen und Franco Mastantuono als weiteres Top-Talent, Top-Spieler, Superjuwel für Xabi Alonso und das Projekt von Real Madrid zu gewinnen. Der schwere Teil der Arbeit ist laut Fabrizio Romano erledigt. Der Spieler wurde überzeugt. Das hat Juni Calafat im Handumdrehen gemacht. Also diese Legacy, die ein Juni Calafat bei Real Madrid hinterlässt, ist der absolute Wahnsinn. Vini, Rodrigo, Valverde, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono etc. Ich vergesse wahrscheinlich noch Tchouaméni, wahrscheinlich noch Camavinga. Juni Calafat ist der Transferguru von Real Madrid. Wenn es kompliziert ist, wenn es wichtig ist, wird Juni Calafat dahin geschickt. Und anscheinend hat er Franco Mastantuono, wie ihr es selber gehört habt, nicht anscheinend, er hat ihn überzeugt. Auch ein Fabrizio Romano gibt das bekannt. In Argentinien gehen sie sogar noch einen Schritt weiter. Franco Mastantuono ist neuer Spieler von Real Madrid. Es gibt bereits eine vertragliche Einigung bis 2031. Die Ausstiegsklausel wird bezahlt. 45 Millionen Euro. Und das Einzige, was noch festgelegt wird, ist die Zahlungsweise. Aber das ist jetzt fast schon nebensächlich, weil der Betrag sehr hoch ist. Wenn das zustande kommt, verlässt Mastantuono River im August. Das heißt, er hat die Club-Weltmeisterschaft gespielt und Real Madrid fordert ihn jetzt an. Aber wir stehen vor dem wichtigsten und teuersten Verkauf in der Geschichte des argentinischen Fußballs. Es ist ein Rekord. Franco Mastantuono hätte einen Vertrag unterschrieben oder wird ihn jetzt unterschreiben bis 2031. Also, ob die Informationen wahr sind, kann ich tatsächlich noch nicht bestätigen. Was ich bestätigen kann, das, was ein Fabrizio Romano gesagt hat, aber das habe ich euch in den letzten Tagen auch schon gesagt. Ja, und jetzt zum zweiten großen Thema dieses Videos, Jesus Fortea. Der spanische U19-Nationalspieler, das wohl größte Talent Spanien auf der rechten Verteidigerposition, hat bei Real Madrid einen neuen Vertrag unterschrieben. Letzte Woche hatte ich euch erzählt, dass sich der Standpunkt des Spielers verändert hat. Mit der Änderung von Carlo Ancelotti zu Xabi Alonso und mit dem Aufstieg von Álvaro Arbeloa zu Real Madrid Castilla sehen die Jungs aus der Jugend von Real Madrid, aus La Fábrica, wieder Hoffnung, wieder Chance
Chancen, in die erste Mannschaft von Real Madrid zu kommen. Und Jesus Fortea ist wohl das berühmteste Beispiel, denn Real Madrid hat versucht, mit ihm zu verlängern, aber der Junge hat gesagt, Leute, ich möchte irgendwo hin, wo ich auch Minuten bekommen kann. Und jetzt, wie gesagt, mit der neuen Trainerbesetzung, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, mit diesem Tandem hat sich alles verändert. Auch ein Fabrizio Romano, wie ihr sehen könnt, hat es bestätigt. Jesus Fortea unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2029 bei Real Madrid. Ja, für mich persönlich eine Riesenfreude, bin ein großer Fan von dem Jungen. Der ist Real Madrid-Fan, der ist bei uns in La Fabrica, seit er ein kleiner Knirps ist. Und es ist schön mit anzusehen, wie er sich von Jahr zu Jahr entwickelt hat. Und viele Madridistas ging es wie mir, die gesagt haben, wie kann es sein, dass wir so ein super Talent mit 19 Jahren auf der Bank haben oder bei Real Madrid Castilla haben und ein Lucas Vázquez 2000 Minuten gespielt hat. Naja, wie dem auch sei, das sind die Punkte, die ich bei Carlo Ancelotti nie verstehen werden. Genau wie das Thema Arda Güler, wie das Thema Endrick etc. Aber da reden wir uns den Mund schon seit Monaten fusselig. Sind wir froh, dass es sich jetzt endlich geändert hat. Ja, wie gesagt, die andere große Information, eine große Freude für mich. Ich hoffe für euch auch, für den Madridismo. Jesus Fortea unterschreibt bis 2029. Ja, und bevor ich zum Ende komme, noch zwei wichtige Themen. Nummer 1, ich habe gestern annonciert, dass wir neben den Trikots auch 250 € verlosen, dank Vibe FM. Und ich habe einfach vergessen, euch zu sagen, wann dieses Gewinnspiel vorbei ist. Das geht natürlich nicht für ewig. Am 18. ist das erste Spiel von Real Madrid bei der Club WM. Ich werde einen Livestream machen und an dem Abend wird verkündet, wie viele Leute sich diese 250 € teilen. Ihr wisst, was ihr dafür tun müsst. Bei Vibe FM die Lieder durchhören und einfach mal hören, ob ihr irgendwo Chalobey und Chap Chap hört. So viel kann ich verraten. Bis jetzt gibt es einen Gewinner. Und der hat nicht lange gebraucht. Die E-Mail kam 3-4 Stunden nach meinem Video. Einen Gewinner haben wir. Was zeigt es euch? Es ist nicht unmöglich. Und auf der anderen Seite, vielleicht müsst ihr doch nicht mit so vielen Leuten teilen. Ja. Wie dem auch sei. Und das zweite, das ist auch noch ein wichtiges Thema, ist, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wenn es neue Informationen rund um Real Madrid gibt, bin ich jetzt auch etwas ins TikTok-Spiel eingestiegen. Und zwar heiße ich da auch Real Mario 1902 mit Unterstrich. Ich hatte einen anderen Account, der hieß nur Real Mario 1902. Aber Mario und Technik, es ging einfach nicht, dass der auf meinem Handy funktioniert. Und ich brauche für die TikToks nur mal mein Handy. Wie dem auch sei, folgt mir bitte auch auf TikTok Real Mario 1902 unterstrich. Die auf meinem alten Account gefolgt sind, bitte wechselt rüber. Ich versuche, dass es jeden Tag zurzeit mindestens ein TikTok gibt. Also, wie dem auch sei, ich entlasse euch ins Wochenende. Morgen wieder ein ausführlicheres Video. Bis dahin. Hallo Mari!